Kaiserwetter in München am zweiten Tag der und wollen. Europa hat sich von sich aus entschlossen für mehr Wettbewerbsfähigkeit und für mehr Stärke. 2 Jahre zurück kamen wir zur Münchner Sicherheitskonferenz und haben die Nachricht erhalten, dass Alexei Nawalny gestorben war. Jeder wird sich daran erinnern, der damals dabei gewesen ist. Heute ist klar, dass er vergiftet worden ist in russischer Gefangenschaft. Denn in seinen sterblichen Überresten konnte ein besonders starkes Nervengift festgestellt werden, Epibaditin, dessen Wirkung 200 Mal so stark ist wie Morphium. Es lähmt die Atemmuskulatur, die Opfer ersticken qualvoll. Niemand außer Putins Schergen wird sagen können, wie der 16. Februar 2024 in der russischen Strafkolonie im Einzelnen abgelaufen ist. Aber klar ist, die russischen Behörden hatten die Möglichkeit, das Motiv und die Mittel, Nawalny das Gift zu verabreichen. Alexei Nawalny war nicht nur das mutige Gesicht der russischen Opposition, sondern schon einmal Opfer eines hinterhältigen Giftanschlages. Er wurde in der Berliner Charité behandelt und kehrte anschließend trotz allem nach Russland zurück. Sein Tod, der sich am Montag zum zweiten Mal jährt, bleibt ein herber Schlag für alle Menschen, vor allem in Russland, die die Hoffnung auf ein freies Land nicht aufgegeben haben. Putin tritt Völkerrecht und Menschlichkeit nicht nur in der Ukraine jeden Tag mit Füßen. Auch seine Verpflichtungen nach dem Chemiewaffenübereinkommen sind ihm völlig egal. Die Vergiftung Nawalnys muss Folgen haben. Darum muss es jetzt in den zuständigen Gremien gehen. Deshalb haben wir auch den Generaldirektor der Organisation für das Verbot chemischer Waffen über unsere Erkenntnisse informiert. Wir haben die Möglichkeit, das Gift und die Mittel Nawalny das Gift zu verabreichen. Ist das Thema der illegalen Migration ein Thema, was uns auch von uns aus beschäftigt? Il s'est vu administrer un poison et réduire à néant la liberté de la presse. Il y a 2 ans, Alexei Navalny est mort dans une colonie pénitentiaire russe. Nous avons tout de suite exprimé notre suspicion qu'il ait été assassiné. Aujourd'hui, 2 ans, jour pour jour après sa mort, nous apportons une preuve qu'il a été empoisonné. Avec 5 pays, avec 4 autres pays, la France démontre par des analyses précises qui ont été conduites dans des laboratoires spécialisés qu'il s'est vu administrer un poison qui a très vraisemblablement conduit à son décès. C'est donc la preuve, malgré tous les mensonges de Vladimir Poutine, qu'il est bien le responsable de ce décès, et ça montre une nouvelle fois ce à quoi la Russie est prête pour museler toute forme d'opposition et réduire à néant la liberté de la presse.